It's the cameras. So much pressure on me. I got so much pressure on me. War ein total wirklich spontanes Treffen. Frank kam vorbei mit einer kleinen Entourage und glaube ich hat mich dann gesehen und ist dann kurz zu mir gekommen. Ja, ich freue mich natürlich immer, die Jungs wiederzusehen. Wir haben große Erfolge auch gefeiert. Das hat sowieso zusammengeschweißt. Und ich glaube für die Jungs noch spezieller und noch was Besonderes mehr als für mich, weil Franck Ribéry dann zu sehen, hautnah, haben schon ein paar Knie geschlottert, glaube ich, im ersten Moment. Das muss für uns die nächsten Jahre dann das Ziel sein, dass wir die Spieler nicht nur an die Pforte der Profimannschaft bringen, sondern sie wirklich dann auch ähnlich wie das eben vor einigen Jahren waren mit Thomas Müller, mit Alaba, mit Schweinsteiger, sie dann wirklich auch zum absoluten Stammspieler und Leistungsträger bei den Profis zu bringen. Natürlich ist unser Ziel, Bundesligaspieler auszubilden. Und wenn wir es schaffen sollten, in den nächsten Jahren immer wieder ein, zwei Spieler so weit zu bringen, dass sie ernsthafte Optionen für den Bayern München Profikader sind und der ein oder andere in die deutsche Bundesliga wechseln kann, wenn es eben nicht reicht, dann glaube ich, haben wir eine sehr gute Arbeit geleistet. Und hau ab, komm her! Schneller, schneller! Ja! Das ist eine extrem spannende und ja, reizvolle Aufgabe. Auch eine Challenge, gewisse Dinge anzugehen, gewisse Dinge umzusetzen. Aber ja, ich bin extrem froh, hier zu sein. Meine Familie ist angekommen. Und ich glaube, ja, dass auch der Verein glücklich ist, dass ich da bin. Er versteht die Spieler und versucht sich auch irgendwie in den Spieler reinzuversetzen, um so seine Perspektive wahrzunehmen. Und will ihm halt immer persönlich am besten helfen. Und das kann er relativ gut. Natürlich hat es mich gefreut, dass ich Spieler nochmal trainieren darf oder wieder sehe, die ich in Hoffenheim oder zu meiner Zeit in Hoffenheim schon trainiert habe. Gerade mit Amindo und Mamin, die zwei gute Jungs sind, die wirklich tolle Charaktere sind, aber auch gute Fußballer sind. Das hat dann nochmal einen anderen Reiz, aber ja, einfach schön, die Jungs dann auch wieder hier zu treffen. Mamin und ich haben 3 Jahre zusammen gewohnt. Ein Jahr im Internat in einem Zimmer zu zweit gewohnt. Dann 2 Jahre bei einer Gastfamilie und sind dann beide zusammen nach Bayern gewechselt und haben beide im Campus gelebt und ziehen jetzt beide Ende des Monats halt in unsere eigenen Wohnungen. Also jetzt kommen wir ins Erwachsenensein und wollen halt mal beide unsere Ruhe voneinander. Everybody goes out. See, they broke his fucking leg.
Gutes Spiel, haben wir Vollgas da, gell? David, gutes Spiel, Junge. Sind solche Spiele einfach extrem wertvoll und ja, in Salzburg machen sie eine tolle Arbeit und deswegen war das ein extrem wichtiges Spiel für uns. Baumi 6, komm! Lass ihn keinen Zentimeter! Komm, Junge! Es war wirklich so, dass auch das Trainingslager mit der 1-2 Tage davor eine Challenge war, weil wir wussten bis zum Abfahrtstag einfach nicht, wer mitfährt. Das ist eine extrem herausfordernde Situation gewesen, du musst sehr flexibel sein, da einfach 1-2 Dinge dazugekommen sind mit Jungs, die bei den Profis bei der EM dabei waren, später zurückkamen, U23, die einen Ligastart hatte und wir nicht so die Vorbereitung starten konnten, wie wir es gewollt haben. Deswegen mussten wir da ein bisschen anpassen, haben das um ein paar Wochen nach hinten geschoben, lag dann sehr nah am Saisonstart. Aber die Jungs, die dabei waren, die haben, glaube ich, eine gute Woche erlebt und wir haben versucht, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Halt ruhiger mal so, dass er ein bisschen in der Luft steht. Jawohl, okay, und komm! Letzte Minute! Fuß rein, komm! Jawohl! Ja, Liu! No way! No way! Wir sind gerade auf dem Trainingsplatz, gerade Training fertig. Jetzt gehen wir wieder ins Hotel und essen zum Mittag. Im Trainingslager ist mir einfach wichtig, wir brauchen zuallererst einen guten Trainingsplatz, im Optimalfall kurze Wege zum Hotel. Und wir haben ein tolles Hotel, wir haben sehr gutes Essen gehabt so, und mehr brauchst du erstmal nicht. Und alle Dinge, die wir drumherum gestalten können, sprich Canyoning, sprich eine Wanderung, sprich Mannschaftsabend hatten, das sind alles Dinge, die du durch Kontakte einfach reinbekommst und wir haben eine Woche versucht zu planen, die natürlich fußballerisch im Vordergrund stand, aber wir auch Teamgefüge, Hierarchien bilden wollten und die Jungs so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausholen wollten. Also wir gehen jetzt durch die Flüsse. Wir werden nachher auch noch abseilen und ins Wasser springen. Genau. Also mega, ey. Auf geht's. Auf geht's. Oh, es ist kalt. Warum ist das so kalt? Oh, 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 oh. Hey Francis, GoPro, Junge. Ich finde, beim Canyoning hast du zum einen dieses Teamgefüge, das heißt,
Du siehst verschiedene Überwindungen, die die Jungs haben. Jeder sieht, was der andere macht. Simon, sehr gut! Man springt nacheinander, jeder feuert den anderen von unten an und jeder versucht ihn dann zu motivieren, versucht ihn wirklich über seinen Schatten springen zu lassen. Man hat aber auch dann so die eigene Challenge, wirklich Widerstände mal zu überwinden und in dem Fall ist es wirklich die Angst zu haben. Angst aus 12 Meter zu springen oder Angst aus 4 Meter sich rückwärts ins Wasser fallen zu lassen oder die Angst aus 25 Meter sich abzuseilen und eine eigene Überwindung zu haben. Drei, zwei, eins. Mir geht's gut, ich fühle mich gut und bin bereit für die Aufgaben. Es war sehr gut, war lustig, aber aufregend. Ich hoffe, ich komme wieder gut nach Hause. Ich fand den Tag super. Ich habe es schon mal vor längerer Zeit mal gemacht, allerdings in einer viel abgespeckteren Version. Heißt, die Sprünge in diese Gumpen rein waren wesentlich höher diesmal. Also das war schon die eine oder andere Mutprobe dabei. Ja, das zeigt dann auch schon ein bisschen so man muss Widerstände überwinden, auch mal den inneren Schweinehund bekämpfen. Dafür war das sicherlich auch hilfreich für jeden Einzelnen, auch sich selber mal kennenzulernen. Jetzt auf mich bezogen, also da war eine Höhe, war glaube ich 12 Meter, da bin ich noch nie von so einer Höhe runtergesprungen. Und da habe ich dann doch überwunden und wenn du dann unten ankommst, dann bist du einfach glücklich und du bist zufrieden mit dir selbst und hast dich wieder ein bisschen besser kennengelernt. Servus. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja? Bin da. Aber ich glaube sonst, dass das waren 2 intensive Tage, es hat Energie gekostet, aber heute wird es einen anderen Rhythmus sein. Heute ist Trainingsrhythmus mit Mittagspause. Morgen haben wir Training, Mittagspause, abends nochmal ein Spiel. 2, 3, jawohl. 3. 3. Das heißt, wenn er hier außen durchgeht, was passiert jetzt mit meinen Innenverteidigern? So. Das Thema hatten wir in der Theorie schon angesprochen. Was macht jetzt der Innenverteidiger hier? Der geht erster Pfosten, Richtung nächster Pfosten. So. Warum nicht hier raus? Ich komme hier und was wir gesehen haben, diese Zone hier zu verteidigen, das macht keinen Sinn. Da fallen eh keine Tore. Das heißt, ihr steht hier irgendwo im Niemandsland. Das heißt, Entscheidung treffen ungefähr 20, 25 Meter. Alles davor, und das machen wir ja zu Beginn, ist das Kettenverhalten. Alles dahinter ist es Torsicherung. Und da gibt es eine Zone, die ist hier. Das ist das Tor. Das ist die zweite Zone. Also hier Zone 1, Zone 2. Und wenn ich jetzt hier aus im Duell bin, habe ich als Innenverteidiger die Aufgabe, hier in diese Zone zu kommen. Ein Torwart ist da, anderer IV in die Zone, AV kommt hier rein und wir wären zu dritt da. Jawohl, jawohl, wer da, gut! Ja, gut, Leo, genau, geh nach hinten. Aber ich sag mal so, Leo, nicht auch was für Leo oder Leo gesagt? Oh nein, nicht gucken. Nein, ich bin so ein Vollidiot! Was sagst du, Timo? Was sagst du, Leo? Was sagst du, Leo? Jetzt richtig, ja? Bist du weiter oben? Ja, wenn du wegziehst. Oh, du hast mir so am liebsten verpasst. Können wir da hin? Hey, warum ziehst du weg, Alter?
Danke, Pink. Sehr gut. Gut gearbeitet. Mach nochmal. Mach nochmal. Mir war es von Anfang an wichtig, dadurch auch, dass es den Trainerwechsel gab, ein neuer Trainer kam mit Danny Galm, war es für mich persönlich auch wichtig, den nächsten Schritt zu machen, um auch mit dem Trainer, ich glaube, nächste Stufe zu erreichen, mehr Kommunikation mit ihm herzustellen. Vielleicht auch mal nicht jetzt, wie es vielleicht früher war, wo man gesagt hat, okay, man redet mal kurz auf dem Trainingsplatz miteinander und dann geht man ins Training und das war's dann. Sondern man versucht halt, ja, auch den neuen Trainer dann eher kennenzulernen und versucht mit ihm dann auch Gespräche zu führen, egal ob es jetzt persönlich ist über trainingsspezifische Sachen oder Spielszenen oder sonst etwas. Und dadurch ist es mir eigentlich persönlich auch wichtig gewesen, mit ihm von Anfang an zu kommunizieren, und ich habe das Vertrauen von ihm selber auch gespürt, dadurch, dass es ihm auch wichtig ist, mit den einzelnen Spielern viel zu kommunizieren und zu reden. Und dadurch hat man ein sehr gutes Verhältnis, aber auch Vertrauen aufbauen können mit ihm. Du bist so einer, der hebt noch fast ein anderer. Ja, schon? 10 Sekunden. Was? Kann ich 30-30 machen? Ich halte es nicht aus. Das tut mir leid. 15. Ich schwöre, das ist schnell drin. Nein, komm, runter. Raus. Mein Gott, was weh. Ja, ich fühle mich gut. Es ist nicht so kalt. Das passt. 30, vorbei. Ja, ihr merkt, es sind Dinge, die ihr schon tausendmal gehört habt. Also innere Linie, Kontakt. Wir reden über Definition. Ich glaube in der Box, und da widersprecht mir bitte Innenverteidiger, wenn es so ist, aber da gibt es keinen Armlänge Abstand und da gibt es auch keinen, wir gucken mal, was passiert, sondern es ist im Strafraum Mann gegen Mann dann. Das heißt, Kontakt heißt, komm mal bitte. Das ist der Stürmer, der will ein Tor machen. Da kommt die Flanke und jetzt habe ich die innere Linie. Und wenn ich jetzt das hier mache, ist das Kontakt, Liam? Ja. Ist das guter Kontakt? Warum? So, was ist das für ein Kontakt hier hinten? Was kann er jetzt nicht machen? Der haut jetzt nicht ab. Alles, was er nach vorne macht, merke ich, dann bleibe ich in der inneren Linie, gehe mal nach hinten weg. Wenn er jetzt weggeht, kriege ich das mit. Und er zieht mich auch mit und ich bleibe in dieser Position. Das ist für mich Kontakt. Das heißt, ich bin hier dran und habe ihn und arbeite jetzt entweder hier in den Ball rein, entweder hier in den Ball rein, oder wenn er lang kommt, habe ich ihn trotzdem unter Kontrolle. Das heißt, jetzt geht es heute um innere Linie und Kontakt mit allem, was ich habe, um die Box zu verteidigen. Gucken uns ein paar Szenen an, wo wir einfach gemerkt haben, dass wir da Potenzial noch haben und dass wir einfach da extrem viel tun wollen und müssen. Auch hier, egal, es kann alles passieren, nur jetzt geht es darum, okay, Torsicherung. Wer hat jetzt was? Stopp. Kontakt nicht, aber ich habe die innere Linie. Wir beobachten mal bitte das, was da hinten passiert. Weiter. Stopp. Innere Linie, Kontakt. Innere Linie, Kontakt. Das war das, wo wir danach kurz sagen, nicht reagieren, sondern agieren. Das heißt, da schon reinkommen, Kontakt, innere Linie aufbauen, dann fällt das Tor nie, aber auch da kommt der lange Ball einfach rein, weil wir noch nicht so wach waren. Und dann sind wir überrascht, dass ein Tor fällt. Wenn wir das nicht machen, können wir auch kein Tor verteidigen. Fragen dazu? Keine Fragen? Dann gehen wir rüber. Viel Spaß mit dem Kaffee. Der Kollege hat mal gesagt, es geht im Fußball eigentlich um Tore zu schießen und Tore zu verhindern. So, und das war im Trainingslager dann wirklich auch der Schwerpunkt. Wie verteidigen wir? Wie verteidige ich nicht nur alleine, sondern mit meinem Mitspieler, zu zweit, zu dritt, zu viert. Dran denken, von heute Morgen, ja? Nicht zu weit raus, Zentrum sichern.
Zwei Marvin! Oh mein Gott! Ja, Digga! Nein! Ja! Oh! Sehr gut, Jungs! Willi, komm, Willi! Willi, komm on, Willi! Sehr gut, Alex! Stark, Murray! Sehr gut, Murray! Come on, Murray! Come on, Murray! Come on! Good ball. Hey! Oh, nice! Alex, Willi! Jeder Mensch lacht gern, übereinander auch, aber dadurch, dass wir da alle zusammen waren, konnte auch jeder über sich lachen. Auch der Hüttenabend zählt dazu. Wettkämpfe, die einfach gegeneinander antreten und dann eine Challenge haben. Und am Ende setzt sich die Mannschaft durch, die es mehr will. Da sind wir wieder beim Thema Gewinner. Überwinden vielleicht dann auch den einen oder anderen Widerstand oder drehen Rückstand zum Sieg. Und das ist so ein Bild dann für die ganze Saison oder für die ganze Karriere vielleicht. Wir hatten dieses Jahr in der U19 keinen externen Neuzugang. Von dem her war es wichtig, da die Gruppe zusammenzuführen und einfach eine gute Zeit zu haben. Und eine gute Zeit heißt, fußballerisch zu arbeiten, auf dem Platz zu arbeiten, aber auch drumherum wirklich eine gute Zeit zu haben. Ist auch wieder so ein Event, Maßnahme, nenne ich es mal, um sich einfach gegenseitig auch besser kennenzulernen. Und das kann ja dann auch mal wichtig sein im Laufe einer Saison. Eine engere Situation ist, weiß ich, okay, wie tickt mein Nebenmann, wie tickt mein Hintermann oder andersrum, wie bekomme ich jemanden, der gerade vielleicht total down ist mit einer Verletzung oder mit keiner guten Leistung, wie bekomme ich den gegriffen, dass er vielleicht sich wieder ein bisschen besser motivieren kann. Und das, finde ich, kann man in solchen Abenden ganz gut mitnehmen. So, wir sind jetzt am Ende angekommen von unserer kleinen Olympiade. Der Letzte darf dann jetzt gleich auf die Bühne gehen und uns unseren kleinsten Tanz vorführen. Also Dennis ist ein total kommunikativer Trainer, nicht nur mit den Spielern, da ganz besonders, aber auch mit seinem Staff und mit den Leuten hier im Verein. Er setzt viel auf die Basics, also diesen Willen, dass man als Mannschaft kämpft und auch auf diesen Zusammenhalt. Er setzt auch auf die Taktik, er schaut sich immer die Gegner an und probiert eine Lösung zu finden. Also er gibt klare Ansprachen, also man kann mit ihm gut offen reden. Er hat immer ein offenes Ohr. Und ja, er gibt gute Anweisungen. Er ist ein sehr, sehr akribischer Trainer. Der ist davon besessen, die Jungs weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Position, Bogen! Denkt an den Bogen! Johnny, Bogen!
Meter, Barry! In der Woche, wir haben übertrieben viel gemacht, war aber auch sehr schön. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, also wir haben den Tag um 7 Uhr morgens begonnen und sind um 23 Uhr ins Bett gegangen und waren fertig. Haben richtig viele Aktivitäten gemacht und natürlich auch mit Training und uns auf jeden Fall gut kennenzulernen. Nächstes Spiel, nächste Möglichkeit, eine Woche noch, knapp, ja, dann geht's los, deswegen geht es darum, um den Ganzen und deswegen dem auch ein Motto zu geben, was tun wir, wie agieren wir als FC Bayern, wie agieren wir, unabhängig vom Gegner. Ob das jetzt das erste Bundesligaspiel ist, ob das eines der letzten oder vorletzte Testspiele ist, ist völlig egal. Wie agieren wir, wie viel Tempo im Spiel ist, wie viel Aggressivität im Spiel ist. Defensivstandards, heute Morgen mal kurz angesprochen, heute Morgen kurz angeschaut. Ich möchte, dass wir da aufmerksam sind, dass wir uns nachher die 3 Plakate anschauen. Die sind auch DKC dabei, die sind auch dort noch in der Kabine. Aber da einen Blick drauf werfen, welche Nummer wo steht. Das ist nichts Großes. Da kommen dann in Zukunft nochmal 2 Offensivplakate dazu und dann war es das mit Standards. Okay? Ich sprinte mich frei, ich stehe in Position, Blick Richtung gegnerisches Tor, im ersten Kontakt komme ich nach vorne. Bea, für dich ganz wichtig, bleib im Zentrum, versuch die Bälle wieder als Verlagerungsspieler da zu sein, versuch mit Ball einfach die Bälle zu spielen, die Bälle zu verteilen, aber dann auch, wenn du Raum hast, auch mal da reinzugehen. Wenn er weg ist, brauchen wir einen anderen da. Weil dieses Zentrum muss besetzt sein. Okay? Stürmer, versuch maximal 16er Breite zu arbeiten, Grant. Versuch maximal hier zu arbeiten. Versuch natürlich auch mal, dich aus dieser Linie fallen zu lassen, um die Räume zu schaffen. Was ist dann wichtig, wenn sich die Spitze mal fallen lässt? Außenstürmer einlaufen. Außenstürmer entweder einlaufen, richtig, oder? Oder ein Zehner geht hoch. Oder wir haben, wenn er jetzt hier kommt, dann haben wir nicht 3 auf einer Linie, sondern dann kann ich als ein Achter mal ein bisschen höher gehen. Also ich will, dass diese Linien besetzt sind, dass wir uns diese Linien immer wieder halten als Steig-Klatsch-Option, als Möglichkeit oder als Vertrauen, dass wir positioniert sind auf einer Breite, auf der zentralen Position, aber gerne auch mal im Wechsel spielen. Aber nicht Grant überall rumlaufen, sonst fehlt die Power irgendwann und die entscheidende Situation hier vorne. Und das Letzte, und das sehen wir die Tage und es macht einfach Spaß, ich will, dass die Gruppe lebt. Die Gruppe muss leben, die Gruppe muss Feuer entfachen, die Gruppe muss Spaß haben auf Fußball, die Gruppe muss Freude haben, Erfolge zu sammeln, egal gegen wen. Ist mir wurscht, wer da steht draußen, ist mir völlig egal. Ich will, dass wir unseren Spaß holen und wir haben Spaß am Fußball. Und wenn der Gegner keinen Spaß hat, dann haben wir das erreicht. Okay? Aufstellung hier, wir werden der Halbzeit wechseln, Simon bleibt drin, er wird durchspielen. Johnny, Alex, Peter kommen auf jeden Fall in der Halbzeit rein. Für wen haben wir im Kopf, aber gucken wir uns an. Mami wird auf jeden Fall nur eine Halbzeit spielen und BH auch. Und dann haben wir 1, 2 Dinge noch im Kopf. Okay? Viel Spaß, Männer. Können wir mal kurz hochgehen, dann gehen wir. Okay. Also wir haben den Ball. Wir spielen hier runter. Das bin ich, Luca, spielt zu David. Also im Moment, wo er zu David spielt, gehe ich hier rein. Barry geht hier rein. Keine Linie, okay. So. Was geht? Kann man den Tor machen? Ja. Geht? Wenn er das weiß? Ja, das ist gleich. Genau, weil die Option wird nämlich ganz oft so sein, dass du dann hier reinkommst, er hier oben steht und dann fehlt die Position und hier drin haben wir ja auch, also wir hätten ja hier einen Achter, wir hätten hier einen Sechser, natürlich hier reinkommen wäre eine Option, die Frage ist, wie ist er anspielbar? Wenn er kommt, ihn rausziehen, dann kann man wieder hier die Option haben, mit euch 3 zu spielen. Das ist Positionsspiel, das funktioniert, das geht, aber muss man schon Bescheid wissen. Oder zumindest Situationen erkennen, welche Räume frei sind. Ja, wenn ein Spieler fragt, ist es für mich schon mal ein riesen Mehrwert und Vorteil, dass der Spieler sich traut zu fragen. Ich will es aber auch. Durch meine Ansprachen und durch meine Kultur, dass ich Fragen stelle, erwarte ich ja auch eine Antwort.
Im Fußballlehrer war das für uns immer so diese Königsdisziplin. Also wie viele Fragen, du weißt nicht, was Antworten kommen, wie bist du vorbereitet. Und die Königsdisziplin, ja, die mache ich jetzt ein paar Jahre und es macht mir einfach Spaß, weil es ist keine One-Man-Show, sondern es ist ein Miteinander und die Gruppe muss leben, die Gruppe muss davon überzeugt sein, was wir vorhaben. 3 mit Svenny und Bea. Das heißt, dann bin ich, wenn Freischuss hier, Ecke hier ist, bin ich dann Ballnach. Also bei den Eckbällen bleibt so. Okay. Das heißt, der Rand ist die zentrale Position, ihr seid derjenige, der rechts und links neben ihm steht. Das heißt, wie ganz normal, einfach nur dieser Wechseldesign. Bei dem hier war es so, dass wir dann wechseln, oder? Genau. Ja. Losung findet heute hier am Stadionsprecherstand statt. So, Männer, bald geht's los. Wir haben es fast geschafft, ja, eine Woche noch, aber das ist eine gute Woche jetzt. Es war eine gute Woche, bringt sie mit dem Spiel weiter, bringt sie zum Abschluss. Jetzt ist Trainingslager, ja. Bock haben. Es gibt nichts Besseres, als bei so einem Wetter auf so einem Platz gegen eine Herrenmannschaft zu spielen. Die wird körperlich spielen, die wird kommen über die Körperlichkeit. Keine Diskussion. Bleibt im Fokus. Jeder bleibt in seinem Flow. Jeder bleibt in dem, was er vorhat. Und die Gruppe gewinnt damit. Okay? Spaß. Spaß. Keine Diskussion. Komm! Viel War super Trainingslager, viel Spaß gehabt. Ich selber von mir auch gut überzeugt gewesen, deshalb habe ich da was Positives rausgezogen. Am Ende des Tages ging es da auch darum, ja, das Spiel zu gewinnen, einfach mit Emotionen, mit Power, versuchen dann auch ein Testspiel für sich zu drehen und am Ende haben wir es geschafft und es hat so ein bisschen das Ganze abgerundet, dass es ein sehr positives Trainingslager war. So, liebe Zuschauer, das Spiel ist vorbei. Bravo, Chef. Gutes Spiel. Aber so richtig zu wissen, wo du stehst, weißt du erst am ersten Spieltag, wenn es dann um die Wurst geht. Du hast natürlich Testspiele, du hast Vorbereitungsspiele. Aber wie gesagt, da hatte ich schon alles. Wir haben in der Vorbereitung jeden Gegner geschlagen, haben gegen die Besten gespielt, haben alles gewonnen und haben die ersten 2, 3 Spiele nicht gewonnen. Oder umgedreht genau das Gleiche. Also katastrophale Vorbereitung, Bedingungen, Infrastruktur des Trainingslagers war schlecht. Und dann hast du auf einmal in der Saison eine Serie gemacht, weil du es geschafft hast, diesen Schalter umzulegen. Deswegen ist immer so dieses erste Spiel für mich immer was Besonderes. So eine richtig wichtige Standortbestimmung. Aufgeregt, bereit. We're ready. So, von mir nur eine Sache, bevor Stefan gleich ist. Eine Sache. Ich bin nicht lange hier, aber das, was da oben steht, ist wieder nicht. Ich merke es so ein bisschen, aber ich will, dass ihr es merkt, dass ihr es rausbringt. Dass wir jetzt immer eine Welle bringen über die nächsten Monate. Ich will nichts Besonderes. Ich will, dass wir neben den guten Fußballern, dass wir Gewinner sind. Ich will, dass jeder von euch ein Gewinner ist. Ein Gewinner ist Hard Work, harte Arbeit, Reaktionszeit. Harte Arbeit und jeder ist ein Gewinner. Da steht es drauf. Das ist ein Gewinner, der da draufsteht, ja? Auch für ihn arbeiten, ja? So, weiß einer, wie viele Tage wir jetzt kein Pflichtspiel haben? Weiß es einer? 287 Tage, die meisten von euch. Sagt einer mehr, einer weniger, B-Jugend, A-Jugend. 287 Tage hattet ihr kein Pflichtspiel. 287
Tagen wurde in der Höhle eingesperrt und die Beste, die merkt, die wird raus, ja, angekettet. Aber heute werden wir diese Höhle verlassen. Und weißt du, was uns erwartet da draußen? Feuerschweiner, giftiger, Greifvogel. Ja? Aber auf den sind wir vorbereitet. Denn wir als Bestia haben mehr Mut, mehr Herz, mehr Aggressivität. Ja, das will ich sehen. Und dann, Jungs, wenn wir diese Höhle hier gleich verlassen, werden wir diesen Greifvogel zerlegen. Dann werden wir dieses Spiel gewinnen. Auf geht's! Es war wichtig, einfach in die Saison reinzukommen, einen guten Auftakt zu haben, wirklich die Power aufs Feld zu bringen. Ja, jetzt nach vorne denken! Komm, Paul! Komm, Paul! Gut gearbeitet. Gut. Bleib im Tempo! Bleib im Tempo! Wart ihr nicht drin? Wir spielen oft von der Seite auf den Achter und raus zu Ari. Ja? So spielen wir gerade hier, oder? Ja. Wir spielen von hier auf Paul und dann raus. Denkt mal so, von hier die Linie und dann Achterlauf, Tiefe. Dass ihr die Tiefe habt, dass wir dann zum Tor stecken. Versucht ihr mal zum Tor, dass wir mehr in die Box kommen. Dass wir von außen, von Jussi oder von Ari auf die Achter durchstecken. Ja? Versucht die Option durchzuziehen. Hinten konzentriert bleiben, Luca, ja? Saubere Leute, Dinger. Wir laufen mit 4 Leuten an und lassen uns 2 komplett lang. Trinken, Männer, gut, trinken. Dann kommt der, wir sind drin, Männer, wir sind drin. Wir sind drin. Ritzi. Go, back. Gute Flanke, guter Drive! Tor! Was für ein feiner Kopfstoß! Mit Tempo, Kabadai, geh vorbei, Kabadai, schließ ab, Kabadai, Tor! 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 Haut der den rein! Was für ein Antritt, was für ein Abschluss! Mamedova, sicher! 3-1, war das wichtig? Und jetzt ist der Ball am 5-Meter-Raum, kurze Drehung und der nächste Treffer. 4:1 für die Bayern in der Nachspielzeit. Ey, du ein Torwartspinner! Der Saisonstart gegen Freiburg war auf jeden Fall gut.
haben 4-1 gewonnen direkt. Es war auch mein erstes A-Juniorenspiel. Dass es dann so gut läuft, war natürlich sehr gut für mich und für die Mannschaft. Und dann in der Kabine tat mir Rausch natürlich sehr leid, weil es natürlich seine zweite größere Verletzung ist und das wünscht man natürlich keinem, aber er wird noch besser zurückkommen. Bei meiner ersten Verletzung war es so, dass ich mich in der Vorbereitung für die Saison verletzt habe, genauso wie beim zweiten Mal. Dann war ich insgesamt 11 Monate draußen und genau in der letzten Woche von meiner sozusagen Reha-Phase, bevor ich dann auch spielen konnte, habe ich mich nochmal verletzt. Trotzdem das mal ausmachen, reinstecken. Ist er da? Ja. Gratulation zum ersten, ja. Engagiert und jetzt clever sein, jetzt die Birne einschalten und dann wieder sich so vorbereiten, dass wir ab Montag wieder intensiv gehen können. Dass wir dann nächste Woche keinen Millimeter nachdenken. Ja? Deswegen nutze ich das gerne auch mal. Schön, dass du da bist. Ja? Die Truppe braucht dich. Okay? Ja, das ist leider das Risiko, was wir im Sport haben, dass wir einfach, ja, manchmal läuft es halt nicht so, wie man sich wünscht und wie es vorstellt. Ich glaube, diese Aktion vom Trainer und von der Mannschaft war extrem wichtig für ihn. War ein herber Rückschlag. Es ist schwer, das anzuschauen. Habe ich selber nicht erwartet, dass es jetzt wieder so emotional wird. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wie auch jetzt die Mannschaft hinter mir ist, der Trainer. Und danach ging ich nach Hause und wusste, alle sind hinter mir. Weiter, 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 gut, Junge. Und Vollgas. Weiter, weiter, weiter. Go, 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 go. Go, go, go. Komm, komm, zieh durch, komm.